Sitten den einer schmutzigen, viel zu groß in Code Jack, trat der 11-jährige Leo direkt in den Weg der heranhängenden Hells Angels. Da wo die Herren des druckenen Maß gefertigten Harley Davidsons juhilisch Buege normalerweise auf die gestige Flautchetten leis, wurde John net auf der Suchenach Rija. Statesen streckte die Hand aus, griff nach der Leder West, gris den Fahrers ansieht, mit einem sittenden, schmutzbefleckten Finger auf ein Adjutanker-Limousin. Sie warten auf das Klein am Dichen, flüsterte er. Es war in Glilhend hießer, gnadenloser Dienstag Nachmittag in Bakersfield, Kalifornien. Die Hitze, die vom Asphalt des Centennial Parks aufstieg, war so dicht, dass sie den Horizont versert an das Spielplatschert aussehen ließ, als war das Schmelzen. Für den zuverlässigen Beobachter war es nur ein weiter juhilicher Wochentag. Mütter skoben Kinderwagen, Teenager lungerten und den Maschen draht sie an den Hirn. An das entfernte Jahr ach des Autobahnwerkers liefert ein konstante, drohenden Jahr Aschkulis. Für Richard Brick Miller, Präsident des lokalen Hells Angels Chapters, sollte es ihn seltener Nachmittag daraus sieht. Sein Brick war 58 Jahre alt. In überregender Berg von einem Mann mit armen weitbreiker Kenkebel von Hals bis Kinn in verblasster Tint bedeckt. Die Geschichte eines Lebens erster Hüti. Das wollst nendig zu seinen eigenen Bedingungen Gillette Word. Sein Bart war ein Dickmischung aus Eisengrau und Weiß. An sein hinter dunklen Fliegerbrillenglössern verborgenen Eigen-Enginen absolut nichts. Neben einem Stand sein stark maßgefertigt Harley, Davidson Road Glide. Das krumm aggressiv in der Nachmittagson Glen sind. Aber davon wir seiner Bruder begleitet Thomas Snakey, Hobbs, seinem Vicepräsidenten, Mike Kowalski, dem Seitjenter Arms, dessen Jesset ein Landkart Alter Barum, naben war, an zweige Injuren anweitern, die ruhig bei den Motor, den standen an die, Hits in ihren Schorenenschnitten aussogten. Sie hatten an einem Spaß-Enterkostand am Rande des Parks angehalten, am nach einem Volt Tickets run die Kiust entlang schnell etwas zu essen. Sie waren laut, inch geturnt an vollkommen zufrieden damit, in Ruhe gelassen zu werden, den weiten Bogen Genius End, den die Öffentlichkeit ihnen natürlicherweise gab. Aber auf der anderen Seite des Parks verbogen im Schatten einer würfelnden Eich, operierte ein 11-jähriger Junge namens Leo auf einer völlig anderen Frequenz. Leo war in in der Stadt, ein Ausreißer aus einem kaputten Fliegheim in Fresno. Navigiert seit 7 Monaten durch die Straße in von Bakersfield. Wenn man aus kind of der Straße lädt, überlädt man nicht durch Stehreck. Man überlädt, indem man ansichtbar ist und indem man die Dinge bemerkt, die comfortable Menschen ignorieren. Man lernt, die Mikros droh sich von Fremden zu lesen, die Verschiebung in der Haltung eines Vagabanden, und die subtilen jewlichen Abweichungen in old gleichen Mustern. Seit den letzten 45 Minuten hat Leo ein Versuch beobachtet, das nicht dorthin gewarte. Es war in 2015 ein 30er Dodge Charger, der illegal in der Rotzone, ne dem slichen Parkausgang geparkt war. Es war kein Polizeiauto. Leo kannte die lokalen Undercover, beamten und net gegenseitig mieten Autos auswendig. Dieses Auto hat stark geht in die Schieben, außer der Windschutzscheibe, die gerät klar genug war, damit Leo die Silaten zweier Männer auf den Vordersitzen sehen konnte. Sie lesen kein Zeitung. Sie schrieben keine Nachrichten. Sie saßen vollkommen still, ihre Köpfe drehten sich in langsamen, synchronisierten Abständen. Leos Augen verfolgten eher Blickrichtung. Sie beobachteten ein kleines Mädchen, nicht älter als 6 Jahre, das ein lichtendes gelbes Sommerkleid trug. Sie spielte glücklich andernungslos im Sandkasten, während ihr Mutter auf einer Nebenbank saß, willig versunken und auf ihrem Smartphone scrollend. Leo kannte das Kifk, gejagt zu werden. Er kannte die Geduldeich, Radiobericht still der Einmiener im Charger. Es sah den Beifahrer sehnte einen Zentimeter auffinden, net weit genug am Ausstiegen, aber weit genug, das ja aus der Klink zu eliminieren, wenn seid wie sich schnell zu bewegen. Sah den Fahrer das Lenkrad subtil zusammenbordstein drehen an die Riefen für ein schnell Abfahrt ausrichten. Ihn kalter Adrenalinstes durchdrang die Bakersfield, Hitz ansetzte sich tief in Leos Brust. Sah sich am. Der Park war relativ voll, aber niemanden der es bemerkt ist. Die Mutter schaut noch immer nach Antennen. Die anderen Eltern plauderten. Wenn dies Männer das MEDchen schnappten, wurden sie mit ihr im Auto und würden auf den Highway 19 offeren. Biwa jemand ochner fertig wiri den Notraf zu wurden. Leo wusste, dass rennen sollte. Die wichtigste Regel der Stressi war, sich am seinen eigenen Angeheiten zu kümmern. Sich in Summission bedeutet, mit der Polizei zu sprechen, und mit der Polizei zu sprechen bedeutet, so kek in das System gestik zu werden, dem sein Leben riskiert hatte zu entkommen. Aber als das klein MDchen im gelben Kleid ansah, das ein Stiefberg im Sandboard, blitzet eine Erinnerung an seine eigene kleine Schwester hinter seinen auf, die nicht gießen konnte, die mitten in der Nacht von einer aufgeregten Sozialarbeiterin mitgenommen wird. Konnte nicht zur Polizei gehen. Die waren einem Selamten.
Angewaschenen Straß in kein sowieso nicht glauben. Bis sie ankämen, wurde so spät, dann rot Leo das tief, rhythmisch jockrennende Harley Davidsons. Blickt abwartbar und sah die Hells Angels. Für die meisten Raja stand das Totenkopf, Logo auf ihren Arken für Jeffa, Gesetzlosigkeit an ein Caterung. Aber für einen Jungen. Darunter Bettenbrückeken schlief an jedene Band Ekten Raptieren Auswitch, repräsentierten diese Männer etwas ganz anderes roh, angefiltert Markt. An noch wichtet ja, sie wären Gino hier, Gino jetzt. Einen tiefen Atemzug niemand, trat Leo aus den Schatten. Hielt die Aufschluss Gisens übergroß ein Kojakets fest und begann zu gehen, sein Bein erfolgten sich blei an, sein Hals immert gegen sein Rippen wie ein gefängener Vogel. Amging die normalen Bioja anging direkt auf die überregen die Gestalt von Brick Miller zu. Mike Kowalski bemerkt den Jungen zuerst. Verlegert sein Gewicht und legt ein schwache Hand auf seinen Rotel, sein Augen verengten sich. Hey, Grot Kowalski. Sein Stimme wie malender Kies. Pass auf, wo du hille last, Kid. Leo rot nicht auf. Ignoriert Kowalski und trat direkt in Bricks persönlichen Raum. DSG groß des Hells Angels. Prat seidenten wars der N hier erstreckend. Brick blickt herunter anhielt mitten im Bissen in. Sagt die nicht? Treck nicht zurück. Dort die den sittenden Jungen infakt mit einem unleisbaren Ausdruck an. Leo streckt die Hand aus, sem kleinen, schmutzigen Fingergriffen nach dem dicken Leder von Bricks Schnitt. Sog den riesigen Mann liegt herunter, sein Stimme ein Versweifels, dringende Sichen. Das Auto? Fleistert Leo an Seite mit einem diskreten, sittenden Finger auf den südlichen Ausgang. Das graue Auto, Sistine sieht einer Stand in der Rotzone. Die Bieferharte ist offen. Sie beobachten die Kinder. Sie warten auf das Kleil im amerikanischen gelben Kleid. Brick dreht seinen Kopf nicht sofort. War ein Mann, der Josset in einer geolteigen, unberechenbaren Welt überlebt hat. Wusste besser, als seine Aufmerksamkeit presjüben. Sah Leos Jessican. Sah den Schmerz, die Erschkopfang, die Angst, aber vor allem sah die absolut. Auskreckender Friktiket in den Augen des Jungen. Das war kein Streich. Der Junge hat Angst, aber hat seine eigene Sicherheit riskiert, am Alarm zu schlägen. Bist du sicher, Kleiner? Fragt Brick, sein Stimme überraschend ließ, ihn tiefer barreten, der in seiner Brust vibriert. Sie wurden sie nehmen, stieß Leo höher, tröden en reine Adrenalinstachen in seinen Augen. Ich weiß es, ich habe es skan in Himmel jessen. Brick richtet sich langsam auf. Das entspannte, lässig Auftreten des Biker, Chefs verschwand sofort und wurde durch einen eskalten, kaltblütigen Fokus ersetzt. Fragte Leo nicht nach seinem Namen und sagt nicht, soll verschwinden. Mike Snake, sagt Brick ließ und die Augen von dem Jungen zunehmen. Die zwei Biker traten in her, den sofortigen Stimmungswechsel spürend. Die Anreiter im Hintergrund versteiften sich und standen stramm. Grauer Charger, südlicher Ausgang, murmelte Brick an der Arcade sein Sonnenbrill jurrt. Der Junge sagt, sei Jagen. Die Transformation war augenblicklich. Es gab kein Schrien, kein chaotisches Jedelinch. Die Männer der Hells Angels operaten mit einer stillen, erstrickenden Synchronisität. Die von Jahren des gemeinsamen Fahrens, came up Fans und Barlieben sprach. Snake Hobbs, ein schlanker, stark tituierter Mann mit einem scharfen, berechnenden Blick, warf sein hauptsächliches Scenes Isen lässig in einen näheren Milema. Ohne ihn wurde signalisiert den Sui und Raten mit einem subtilen Nicken seines Kinns. Spart den täglichen Ausgang, womit Snake also innen vorbeging. Die zwei J-Engine-Mabien bewegten sich sofort auf ihre Motorräder zu. Sie starteten die Motoren nicht, der viel Aufmerksamkeit erregen. Stattdessen klappten sie ihre Ständer ein und begannen, ihr massiven 900 kg-Maschinen den Jeplastern jeffig hinunter zu rollen und sich leisig, aber fest über den schmalen Flaschenhals zu positionieren. Der als primärer Fahrzeuggang des Parks diente. Mike Kowalski nahm einen anderen Weg. Sog ihnen Lappen aus seiner Hosentasche und begann ihnen langsamen, gemütlichen Spaziergang am den Rand des Spielplatzes. Für die Mütter an Kinder war eine einbietingstgend aushänder Biker, das sein Bein streckt. Aber sein Weg war akribisch halt. Positioniert seinen massiven Kierrapper direkt zwischen den Sandkasten, indem das kleine Mädchen im gelben Kleid spielt, an der Sitlini Deckensgrauen Chores. Hat auf, lehnte sich in einen Lichtmast und begann langsam sein Sonnenbrill abzuwischen, seinen Ariken dem Kind Jugwand, sein Brust des Stress Jugwand. Brick bleib bei Leo. Sah schließlich zum Charger hober. Aus der Entfernung sah weilig anscheinbar aus. Aber durch die polarisierten Gels seiner Aviatorbrill sah Brick Gino das, was der Junge beschrieben hat. Das Auto lief. Konnte das Schwarzflimmern des Ausbaufiguren sehen, das von den Ausbaufrohren tanzt. Die Beifrette war tatsächlich einen Bruchteil 1 cm geöffnet, was die schlanke Linie der Fahrzeugkarosserie staut. Wie heißt du Sohn? Fragte Brick, sein Augen auf das Seil gerichtet Leo. Fleisterte Junge, noch immer sitzend.
Du hast es grad gemerkt, Leo, sagt Brick, 10 Tonnen Fleisch, aber mit einem unverkennbaren Gewicht des Respekts. Jetzt machet ich, dass du zu dem Hotdog-Stand gehst. Geh hinter dein Metalltick und bleib dort, bis ich das sage, dass es klar ist. Verstanden? Leo nickt schnell und rennt zum Verkaufsstand und duckt sich außer Sichtweite. Brick griff in sein Leder West und holt sein Telefon heraus. Rief net die Polizei an. In seiner Welt erledigt man Bedrohungen im eigenen Hinterhof, bewer man des Gesetzes Party einlädt. Hält ein Name und hielt das Telefon an so, während sich ein Bein über seinen Road Glide schwang. Hier ist Brick, sagt in den Ara, ich broch Kennzeichen. Laraft. Gra Dodge Charger Californian Kennzeichen. Citos Y8 Victor Charlie Tango 411. Meld dich in 60 Sekunden bei mir. Legt auf. Dreht den Schausel nicht in der Sündang. Saß einfach dort und dominiert den Raum, das Auto beobachtet. Im Inneren des Dodge Chargers wird die Atmosphäre angespannt. Der Scharf-Jack-Kreditfahrer namens Arthur Vance trommelt ungeduldig mit Fingern gegen das Lenkrad. Neben einem Amklamazin-Mitarbeiter, ein Bridgebotter-Mann namens Greg, den Türe griff, sein Muskel angespannt. Was ist die Vase gerang? Sichert Greg, sein Augen auf das kleine Mädchen im gelben Kleid gerichtet. Die Matte ist total weggetreten. Ich schaff die Distanz in 6 Sekunden. Das Paket snappen an der Synthid erwarten. Sknappt Arthur, sein Augen zum Augespiegel wandernd, etwas stimmt nicht. Weiß, der Perimeter, sagt Arthur, sein Stimme, am ein Oktav absinkend. Sieht die Ausgang an. Greg blinzelt durch das getrennte Glas. Am seitlichen Ausgang standen zwei Message, bereits Männer in Lederwesten neben ihren Motorrädern. Sie bewegten sich nicht. Sie blockierten vollständig die Einfahrt. Biker, schnurrt Greg. Nur ein per Abschirm. Hab die würden sich bewegen. Als sie auf den Spielplatz, befahl Arthur Schweißperlen auf seiner Stirn. Greg richtet seinen Blick an. Direkt zwischen ihrem Auto und dem kleinen Mädchen stand Mike Kowalski. Kowalski bewegt sich dort nicht. Hat auf der Art sein Sonnenbrill abzuwischen und sie wieder aufgesetzt. Stand mit vertränkten Armen über seiner massigen Brust und starrt willig und blinzelnd auf die Windschutzscheibe des Chargers. Selbst durch die Dunkeltidonang spürt Greg das erdrückende Duett des Bigs des Bikers. Sie wissen es, flüstert Arthur, kalt Panikergriff in plötzlich. Ich sie am Singel ans. Das ist unmöglich, argumentiert Greg, obwohl sein Griff an der Tür links sich lockert. Woher keilenten sie es wissen? Wir haben noch nichts getan. Es spielt keine Rolle, sagt Arthur, seine schön das Lenkrad fest amklammernd. Abbrechen. Wir verlassen die Operation. Wir gehen. Arthur warf den Charger in den Fahrmodus und trat das Gaspedal durch. Der Leistungsstarkmotor dran hinti auf, dahinter der dritten Kurs auf dem Pflaster durch, als das Schurauto auf den slichen Ausgang zurest. Aber als das Auto beslünit, erkannte Arthur mit sinkender Panik, dass die voll bereits zugeschnappt war. Die zwei an Arthur am Ausgang sagten nicht, als der 2 Tonnen schwere Fahrzeug auf sie zurast. Sie hielten einfach ihren Stand hinter ihren Motorrädern. Arthur wusste, dass das schwere Stahl an die Motorball sich die Vorderseite des Chargers demolieren ujuarden, wenn die Motor da traf, die Airbags auslosen und sie mitten in einer fähnlichen Umgebung stranden lassen würde. Flackend heftig trat Arthur auf die Bremsen. Der Charger quietschert samstehen, der Stoffiger stoppte nur wenn 1 Zentimeter von den Krummauspufferen, die es in Chesten Harleys entfernt. Bewer Arthur das Auto in den Arkukabo-Rechtsgang warfen konnte, zerschmettert das tief, donnern Jocken in eins angepufferten V-Twin Motors die Nachmittagsluft. Rick Miller hat seinen Road Glide gestartet. Vor in Night im Auto. Startet im durch. Das massiv Motorrad fraß die Distanz in Sekunden, auf und quietschet diagonal direkt hinter dem hinteren Stoffiger des Chargers samstehen. Die drei Limousine wohnen wollst endig ingespürt. Wohn blockiert von den Auaten, hinten blockiert von Pradseidenten. Arthurs Hers heimert in seiner Brust. Blockiert die Tieren. Skrie zu Greg. Im Park hat des Plotes Licht dröllender Motoren an das Klärzenschern der Reifenslees, Licht den anhangslosen Bandjebrchen. Die Matte auf der Bank blieb auf, sah die aufgegangen und griff instinktiv nach ihrem kleinen im Mädchen im gelben Kleid und zog es eng an sich. Die amstihenden Bioja starten an beobachtet in Stammerstil. Weiß sich das Drama entfaltet. Von seinem Versteck hinter dem Hotdog, stand beobachtet Leo mit groß in Augen, wie die lebensgroß in riesender Stress die Kontrolle übernahmen. Brick stieg von seinem Motorrad, behielt sich nicht, ging mit der schweren entschlossen Gangart eines Manns, der den Boden unter seinen Stiefeln besaß. Als sich der Fahrerseat des Chargers ninhört, kamen Snake und Kowalski von den Seiten zusammen, ihre Gesichter wie leg emotionslos. Sie umgaben das Fahrzeug und sknitten all Flotschtwitsch, aber ihr massiven Gestalten warfen Dunkelschatten auf die Getten an den Scheiben. Brick bleibt direkt neben Arthurs Fenster. Lehnte sich näher heran, so näher, dass sein Atem das Dunkelglas beschlag.
För erstreckande 10 sekunden hörschied absolut still, bis auf das leerlaufende Motorräder. Dann hob Brick langsam ein massiv, ringischmket Faust und klopft mit den in Schellen gegen das Fahrerfenster. Klopf, klopf, klopf. Im Inneren des Autos saßen Arthur und Greg Hamten und starrten auf die Vernabendkenschell, die gegen das Glas rotten. Sie hatten sich auf die Palais vorbereitet. Sie hatten sich auf einen mütenden Wetter vorbereitet. Sie hatten in ihren dunkelsten Altrad-Human niemals damit gerechnet, von den Hells Angels gejagt zu worden. Und aus Bricks Telefon in Tasche mit den Ergebnissen der Kennzeichen verfangsamt, stand die Situation kurs Deva, von erstreckend zu tadlich zu werden. Klopf, klopf, klopf. Im Inneren des glühend heiß in Dodge Chargers für heute sich die klimanlich pleitislich wählelig anjurikendan. Arthur schlagte Schur, sein Heiland rutschten auf dem Lederlenkrad. Neben ihm ließ Greg instinktiv sein recht die Hand zur Mittelkonsole sinken, sein Finger streiften den Stoff eines verdeckten Holsters. Bewer Greg auch nur dann Sicherungsriemen geöffnet hat, bewegt sich Thomas Snakey, Hobbs. Der Wasserper Seiden sorgt kein Waff an Scree auch nicht, erlernte sich infak vor, stemmt sein massiven, tituierten Unterarm auf die Motorhaube des Chargers ans Gloss, die Augen direkt mit Greg durch die Windschutzscheibe. Snake schüttelt langsam den Kopf von Seite zu Seite, ein kalter, ausdrucksloser Blick, der sofort absolut jewelt was brach, wenn Gregs Hand sich noch einen Zentimeter bewegen aueradi. Greg ist dort. Er ließ einen sittenden Atemsiderin an Hobsein ertend, legt sie flatsch auf das Armaturenbrett. Arthur der erkennt, dass sie wollte endig auf die Nähe sie am Gibenden einer angewiesen wären draketi den Fensterschalter. Die get entishebi glit 757 herunter, gerät wie Ginok. Am einen schwollkalter, konditionierter Luft herauslassen an den Uberu lotigenden Geruch von Heiß am Asphalt an Motorrädagas hirn sie lassen. Ich kann ich Ihnen, mein Herren, mit etwas helfen? Fragt Arthur an Kemafti derum, das Sitten aus seiner Stimme zu halten. Setzt ein falsches Kondendienzel Chellen auf. Bevor wollten gerät herausfahren. Brick Miller leiht Chelt net zurückkehr. Stand unangenehm nach an der Tür, sein massiv Gestalt blockiert die Nachmittagssonne. Er griff in seinen Lederschnitt, holt sein vibierendes Handy heraus und warf einen Blick auf den leuchtenden Bildschirm. Die Nachricht stammt von Tommy Wrench Gallagher, einem Club-Mitarbeiter, der in einem regionalen DMV-Verarbeitungszentrum arbeitet. Sie lautete Kennzeichen sind auf ein Briefkastenfirma registriert. Blackwood Executive Protection aus Las Vegas. Village Tiger Hafen. Sie sind auf Inofficial Sojarex Extraction spezialisiert. $1 schnapp das Hol. Brick senkt das Telefon langsam. Es sah an Arthur Warby, 10 Augen wanderten zum Sandkasten. Das klein MD Chen im gelben Sommerkleid hielt just die Hand ihrer Matte an betrachtet neugierig die Barricade aus Motorrädern. Blackwood Protection. Grot Brick, sein Stimme so tief, dass sie gegen das Glas vibriert. Vegas Kensichin. Sie jungs sein weit weg von der Justi. Arthurs falsches Lächeln verschwand. Das Blut wich aus seinem Jessic. Ich weiß nicht, wovon sie reden. Wir fahren nach Dutch Bakersfield. Beleidigen sie nicht mein Intelligenz. Sagt die Brick, sein Ton zu einem gefälligen Feistern absinkend. Sistine sieht einer Stand in der Rotzone. Ihr Beifahrer ist offen. Sie haben die Klimmerledge laufen, aber der Motor läuft heiß. Und sie haben das kleine blonde MD Chen im Sandkasten nicht aus den Augen gelassen, sieht ich wo gefahren bin. Echo rennen sie, stammelt Arthur, sein Tapferkeit zerbröckelnd. Lernte sich an die Herrens Fenster an senkt sein Stimme. Wir sind Privatauftragnehmer. Wir haben Unterlegen. Do weiter. Ihr Unterlegen interessieren mich nicht. Unterbrach Brick, sein Stimme wie ein Rasiermesser durch die Fütschlaft schneidend. Und es interessiert mich nicht, wo die Schecks ausgestellt hat. In meiner Stadt jagt man kein Kinder. Ja hat teilweise so direkt, schrie Greg vom Beifahrersitz, versuchend etwas Autorität aufzubringen. Die Mathe hat ein Jerixverfügung verletzt. Wir geben lediglich das Eigentum an den Recht mein eigen. Wie wir Greg den Satz binden konnte. Trat Mike Kowalski wo an Tribe seinen Stahlkappenbeschlägenen Stiefel direkt in den vorderen Kottfelgel des Chargers. Das Schuhe stolnittert mit einem widerlichen Juschen nach innen. Sie ist kein Eigentum, Nord Kowalski sin Vernobs Jesset wo Abschuh versert. Arthur sagt in seinem Sitz zusammen. Die Situation hat sich außer Kontrolle eskaliert. Sie wären Unternehmensleitner, die es gut wären, ängstliche Amüter in sich küchten und langsam arbeitenden Familienrexern loten aus Juichen. Sie hatten keinerlei Protokoll für den Umgang mit einem wohlständig geflickten Hells Angels, Chapter das beschlossen hat, als Nachbarschaftswort zu fungieren. Schalten Sie den Motor aus, befahl Brick. Arthurs Diat. Brick griff durch den 757 Spalt im Fenster sein massiv, lederbehandschuht Hand bewegt sich mit streckender Geschwindigkeit. Packte Arthur am Kragen seines Tourenpolo-Hemds und schlug den Mann gegen den Fensterrahmen. Ich sagte,
Schalten Sie das verdammt Auto aus und geben Sie mir die Chaussell. Heftig sitten dreht Arthur die Sekundang ab. Vermulst mit dem Chaussell an Inja, leis ihn einmal in seinem Schoß fallen, bevor ihn durch das Fenster in Bricks wortende Handflatschi übergab. Jetzt die Telefon, verlangt Brick. Beide Bühner übergaben ihre Smartphones. Brick warf sie Snake zu, dass sie notlos auf den Asphalt fallen ließ, und sie unter dem schoren Absatz seines Ingenieur fast die voll zerquatschet. Der saubersten Wohnglas an Nacken Wohnschallkrisplatinen holt laut im ruhigen Park. Machen Sie den Kofferraum auf, ordnet Brick an. Arthur drecke den Entrylands auf. Snake ging sam Heck des Autos an hob den Deckel. Deutsche holt die den Inhalt in Sekunden lang, bevor zu Brick so hochkekte. Hielt ein Schower Leinwand Taffeltaschi hoch. Im Inneren, vor sichtbar, befanden sich schwer Kabelbinder, ein Rollkleiband an ein Kindergroß, beschwert Deck. Ein Dunkel am Aderisch Energie legt sich über die Biker. Die Andrate am Heck des Autos wörsch, rafften ihren Griff an ihren schauren Metallketten. Selbst Brick, der das schlimmste Menschheit Jazz-Hen hat, spürte einen kalten Noten pure Watt, das sich in seinem Mädchensüßem sog. Das war kein einfacher Sojerex-Rob. Diese Männer wären darauf vorbereitet, ihn sich ein reiches Mädchen zu terrorisieren. Rick lernte sich so keins Fenster. So wird das Haier ablaufen, sagt das sein Stimm vollkommen emotionslos. Sabid wurden aus diesem Fahrzeug aussteigen. Weiß Rick an. Sie würden ihre Geldbeassen auf dem Armaturenbrett lassen, und dann würden sie in Richtung Highway 99 gehen. Sie würden nicht zurückblicken. Sie würden nicht für einen Kaffee anhalten. Wenn ich dieses Auto jemals wieder in Bakersfield sehe, oder wenn ich jemals erschrie, dass sie in einem Umkreis von 80 Kilometern von diesem kleinen Mädchen gewesen sind, würden wir kein Gespräch führen. Ist das klar? Unser Auto, protestiert Arthur Schwartz, es ist Ihnen Firmenversag. Es ist $40.000 wert. Brick leitet sich in her. Ihr Leben ist gerät weniger als einen Cent wert. Gehen Sie, die Sie erkannten, dass Sie alles verloren hatten, den Auftrag, Ihr Austauschstang und Ihren Stolz. Offenat Arthur und Greg langsam ihr Tieren. Sie stiegen auf den heißen Asphalt, ihre gelbe Asen zero Class sind. Ihre Technologie an ihrer Mobilität beraut, sehen Sie JD Mölle Kleinos am Giben von den überregenden Bikern an anderen massigen Maschinen. On ein Wort drehten sich die Adladner am anbegannen Genlangern, dem tagenden Weg zur Autobahn auffort. Ihr Pifi jessingt, wolsten engdig Gibroschen. Snake warf die Schaussel des Dodge in einen nahen Gully. Die Bedrohung war neutralisiert. Brick want sein Aufmerksamkeit von den absehenden Dienern Babern blickt über den Park. Die Mutter, Sarah Jenkins, stand am Rand des Spielplatzes und drückte ihre Tochter Chloe fest an ihre Brust. Sie hat die Gesamtkonfrontation beobachtet, Gillhamt vor Verwirrung Angst. Sie wusste, dass die Biker die Männer abgefangen hatten, aber sie wusste nicht warum. Brick ging langsam auf sie zu. Nahm sein Aviator, Sonnenbrill aber entfällt eigen. Die unter den harten Linien seines Jessets überraschend sanft waren. Bleibt 3 Meter entfernt stehen, ihr Raum zu geben. Mime. Sagt Rick ließ ein das Kinn. Es tut mir leid für die Aufregung, aber Sie müssen wissen, was gerät passiert ist. Sarah drehe Chloe enger an sich. Wo wären Sie? Fragt sie, erst der mich sittend. Private Snapper, Ackelrat Brick direkt. Anschauert aus Vegas. Sie hatten Kabelbinder an Kleiband im Kofferraum. Sie warteten darauf, dass sie wegschauen, damit sie ihr kleines Amdchen nehmen könnten. Sarah kutscht die Farbe aus ihren Wangen. Ihr Knickten lädt ihn an, sie sank auf das Gras, begrub Jesset in gelbem Kleid an sluchast unkontrollierbar, als die Relit, weina sie daran war, kennt zu verlieren, sie überrollt. Mein Ex-Mann, weinte Sarah in ihre Eschande. Ich schwör, sie von mir wegzunehmen. Hat Geld. Sagt dem Richter, ich sie an Janet, aber Wörler. Ich dachte nicht, dass wirklich, hat as getten. Sagt Brick. Ander wird es wieder versichern. Sie kann nicht herbleiben. Sie müssen ihren Anwalt anrufen und Sjösen in ein sicheres Haus. Ich heb nirgendwo hinjuchen, wint Sarah. Mein Familie ist in Ohio. Brick blickt so kicke auf Snake. Der Vizepräsident gab ein langsames, bestteigendes Nicken. Kowalski, rief Brick. Du und die Anna fahren mit der Dame. Eskortiert sie nach Haus. Helft ihm packen und bringt sie ins Frauenhaus in der Innenstadt. Bleibt dran, bis sie sicher drinnen ist. Niemand hat sie. Verstanden, Boss, grunzt Kowalski und bewegt sich bereits auf Sarahs Bass-Battle Honda Civic ZU, Einmischung zu verhindern. Als die Mutter und die Tochter sicher eskortiert wurden, weint Brick sein Aufmerksamkeit dem inzigen noch fehlenden Teil des Puzzles zu. Ging sam Hotdo, stand Heinembar. Hinter der Metal-Ticker liegend, willig wird ängstigt, aber intensiv neugierig, war Leo. Der 11-jährige Junge hat sich keinen Millimeter bewegt. Rick ging hin und kat nieder, ein beeindruckend Leistung für einen Mann seiner Groß und 10 Alters. Sah den schmatzigen, verhandelten Ausreiß an.
Du hast hut das Leben dieses kleinen Mädchens gerettet, Leo, sagt Brick, sin stim wo ektem Respekt afulaut. Diese Männer wären Profis. Hättest du nicht gesprochen, wodri sie weg, Leo slagt Shoah. Sein Augen wanderten zum verlassen Charger. Kommen sie 30k. Nehm Brick. Was sie würden nie wieder hierher so kommen. Aber was ist mit der? Wo sind dein Lüd? Kid? Leo blickt auf sein ruinierten Turnschuh hinunter. Heb Kien, Pflegesystem. Brick zifferten vor mit einer Hand über seinen grauen Bart. Erkannte das System, wusst, dass es Kinder aufrieb an den die Goss packt. Sah ein Spiegelung von sich selbst in dem Jungen, einem Kind, das wallig allein war angeswangen war, ihnen Räder für Gefahr zu entwickeln, nur am Deinat zu überleben. Wann hast du das letzte Mal ein richtig Mal Sit gehabt, Leo? Fragt Brick. Ich erinnere mich nicht, flüstert Leo. Brick stand auf und streckt ein massiv, vernot Hand aus. Nan, sagt der Hells Angels, prozeidend, ihn schwaches Alchell in den Mandwinkern. Das Clubhaus hat das best Steak an die besten Kartoffeln in Bakersfield, und wir sachen immer jemanden scharfsinnigen, der hilft, die Motorräder sauber zu halten. Wüsst du einen Job, Kid? Leo sah die Research Hand an. Sammersten Mal in seinem Leben sah darin kein Gefahr, als einen Schild. Streckte seinen kleinen, schmatzigen Finger aus und nahm Bricks Hand. Brick hob den Jungen Hodge hat den Saumglell senden Rotgleit und setzte ihn sanft auf den AX-Sitz. Als der Schuhe wie Twin-Motor Leben erwart an den Boden und an einen exekutiert. Am schlang Leo die Arm am den lederbedeckten Riesen. Sie fuhren aus dem Centennial Park heraus, nicht als gesetzlose Anstriner, sondern als Brüder, verbunden durch den unausgesprochenen Kodex des Strays. Manchmal kommt die L-Sang nicht in einem Polizeiauto oder einem maßgeschneiderten Ansag. Sie rollt auf Seearden da, in abgenutztem Leder und lauten auspuffern. Ihn aufmerksamer obdachloser Judge und ihn gesetzloser Motorradclub bewiesen, dass in den unwahrscheinlichsten Orten existiert. Indem sie Straß in Instinkt über Bürokratie stellten, verhinderten sie Eintrag die, leisen ihn Kleins Mädchen sicher so und schenkten einem verlorenen Jungen ein leidenschaftlich schützen New Family,